Unser neuer Pharao Snofru ist entschlossen, die 4. Dynastie als die größte Dynastie in die Geschichte eingehen zu lassen, die Ägypten je regiert hat. Seine Architekten haben ein Grabmal entworfen, das noch spektakulärer sein wird als die Stufenpyramide des Huni. Der Pharao möchte ihnen die Bauaufsicht übertragen. Hierzu müssen sie zunächst eine mittelgroße Siedlung im Süden von Daschur aufbauen, dem Ort, an dem die Knickpyramide errichtet werden soll. Ist dies geschehen, können die Arbeitskräfte für dieses ehrgeizige Projekt aus der Siedlung rekrutiert werden. Die Knickpyramide soll aus einem einfachen Steinkern bestehen und mit feinem weißem Kalkstein verschalt werden, sodass sie für immer gleißend hell in der Wüstensonne leuchten wird. In Daschur finden Sie ausreichend Kalkstein, Sie müssen aber den normalen Stein importieren. Der Pharao wünscht, dass unsere Grenzen noch weiter gen Süden ausgedehnt werden. Daher gab er den Befehl zum Angriff auf Nubien und zur Errichtung einer befestigten Stadt bei Buhen, neben dem zweiten Nilkatarakt. Im Norden hat Ägypten Beziehungen mit Entkomi auf der Insel Zypern aufgenommen. Dieses Land ist für seine unerschöpflichen Vorkommen an Kupfererz bekannt, dessen Import von größter Bedeutung ist. Wertvolle Edelsteine können von einem kürzlich eingerichteten ägyptischen Außenposten in Serabit el-Khadim im Lande Sinai bezogen werden. Diese Lieferungen sind allerdings aufgrund der unerbittlichen Angriffe von Beduinen und Kanaanitern auf die Siedlung in letzter Zeit starken Schwankungen unterworfen. Und wir wissen nicht, wie lange die dort stationierten ägyptischen Streitkräfte noch standhalten können. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Süd-Daschur, die Knickpyramide des Snofru. Der neue Pharao Snofru möchte einen neuen Typ Grabmal in Daschur errichtet wissen, der einer wahrlichen Pyramide gleichkommt. Dabei soll die Pyramide einen Steinkern besitzen und mit Kalkstein verkleidet werden. Allerdings wird diese Pyramide einen kleinen Schönheitsfehler haben, denn der Neigungswinkel im oberen Bereich der Pyramide ändert sich, sodass ein Knick entsteht. Die sogenannte Knickpyramide von Daschur wird in die Geschichte des alten Ägyptens eingehen. Die Stadt, die zur Versorgung der Baustelle errichtet werden soll, soll eine Bevölkerung von 3500 Einwohner aufweisen. Eine Monumentwertung von 21, eine Wohlstandswertung von 25 und eine Königreichwertung von 50 sind dabei zu erreichen. Eine Kulturwertung wird nicht gefordert. Zudem gibt es noch Bezug auf die Städte Buhen und Serabit el-Khadim, die wir ja schon als Kampagne gespielt haben. Schauen wir uns direkt die Karte jetzt einmal an. Der Nil teilt unsere Karte hier weit im Osten in einem sehr schmalen östlichen Landteil mit Felsformationen und hier ganz oben fruchtbaren Nilschlamm und einen weitaus größeren westlichen Teil mit fruchtbaren Nilschlamm und hier auch einen kleinen Flusslauf, ja, und große Teile, die als Wüste hier besteht. Nur im Bereich der Ufer haben wir Grundwasser und somit die Möglichkeit, Zisternen zu bauen. Zudem gibt es zwei kleine fruchtbare Bereiche, die wir zur Wiesenwirtschaft nutzen können. Das ist einmal hier in der Nähe des Nils und hier an diesem kleinen Flusslauf. Man kann das wirklich sehr schlecht erkennen. Da müsst ihr mal in die Minimap reingucken. Die hellgrüne Fläche ist der Bereich, wo wir Wiesenwirtschaft betreiben können. Wir haben wieder 3 Gottheiten, die wir huldigen können: Osiris, Re und Phat, wobei Phat unser Schutzgott ist. Beim Aufseher der Monumente sehen wir, dass wir 32 Blöcke Granit als Grabbeigabe zu liefern haben. Ja, und wir können sehen, dass wir militärisch hier nicht aktiv sein müssen. Der Button militärische Einrichtung ist deaktiviert. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Getreide- und Gerstenfarmen. An Rohmaterial haben wir nur Kalkstein. Produzieren können wir jedoch Schmuck, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Ziegel. Auch hier müssen wir für unsere Produkte die Rohstoffe mit Ausnahme der Gerste komplett
importieren, da schauen wir mal direkt zu unseren Handelspartnern. Dashur ist hier oben in der Nähe der Hauptstadt Mennefer und unser nächster Handelspartner wäre Medum. Medum verkauft uns jede Menge einfachen Stein, größere Mengen Getreide, Ton und Schilf sowie geringe Mengen Holz und Papyrus. Kauft bei uns jede Menge Kalkstein, größere Mengen Leinen, Gerste und Bier in kleinen Mengen. Serabit El-Chadim verkauft uns größere Mengen Kupfer und Edelsteine und kleinere Mengen Luxuswaren, kauft bei uns größere Mengen Getreide. Weit unten im Süden haben wir Abu. Abu verkauft uns größere Mengen Flachs und Granit sowie Edelsteine und geringere Mengen Getreide und Leinen. Kauft bei uns größere Mengen Papyrus und geringere Mengen Geschirr. Unser letzter Handelspartner ist die Oase Selime. Selime verkauft uns jede Menge Holz und geringe Mengen Luxuswaren, kauft bei uns Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Kupfer in geringen Mengen. Unser Hauptexport wird Bier sein. Am Anfang auch Kalkstein, aber sobald wir mit dem Bau der Pyramide begonnen haben, werden wir unseren Kalkstein wohl selber benötigen. Wir werden dann auf Exportgüter wie Leinen, Papyrus und Geschirr umstellen. Allerdings müssen die Rohstoffe importiert werden, was unsere Produktion limitiert. Was ist nun der Plan? Der einzige Bereich, wo wir eine größere Stadt errichten können, ist hier der westliche Bereich. Wir brauchen 2 Stadtgebiete, um 3500 Einwohner zu erreichen. Deswegen werden wir hier 2 Wohngebiete bauen und entwickeln lassen. Wir können hier Nahrungsmittel und Gerste produzieren. Die Bauplätze für die Docks, die wir ja für die Seehandelsrouten benötigen, sind begrenzt. Wir haben hier die Möglichkeit, Docks zu errichten. Auf der gegenüberliegenden Seite lohnt es sich nicht, da wir ja dort keine Produktionen haben, die Rohstoffe durch Import benötigen. Wir werden hier ein großes Produktionsgebiet errichten und auch hier die Baustelleneinrichtung für unsere Knickpyramide etablieren. Die Knickpyramide selber können wir hier in diesem Bereich dann platzieren. Ja, und auf diesem schmalen Streifen hier werden wir die ganzen Kalksteinbrüche errichten und auch Arbeitslager, weil wir hier oben auch noch fruchtbaren Nilschlamm zur Kultivierung haben. Ja, und wieder müssen wir beide Landteile mit Fährhäfen verbinden. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Bau unserer Stadt und dem Errichten der Knickpyramide. Bevor wir jetzt unsere Wohngebiete konzipieren und parzellieren, müssen wir natürlich die Verbindung der beiden Landteile mit Fährhäfen sicherstellen. Und dabei ist mir bei der Kampagne Buhen Folgendes aufgefallen. Wenn ich jetzt hier den Fährhafen errichten möchte, sehe ich 2 Möglichkeiten, den gegenüberliegenden Fährhafen zu bauen. Baue ich jetzt die erste Anlegestelle, verschwindet hier die Alternative und ich kann nur hier den gegenüberliegenden Fährhafen errichten. Ich möchte aber das gerne hier bauen, weil die Distanz wesentlich kürzer ist, die unsere Boote fahren müssen. Sollte dieses Problem auftreten, gibt es folgende Möglichkeit. Ihr müsst dann an der Stelle anfangen, die beim ersten Mal eben dann nicht zu bauen war. Also hier, und dann kann ich auf der gegenüberliegenden Seite entsprechend den anderen Fährhafen errichten. So, hier werde ich noch einen Fährhafen bauen. Gucken wir mal, ob das gleiche Problem hier auftaucht. Nein, hier nicht. Hier habe ich jetzt die 2 Möglichkeiten. Ich werde jetzt hier den Fährhafen auf der gegenüberliegenden Seite errichten. Ja, und dann werden wir noch beide Fährhäfen natürlich verbinden. Und dann können wir später hier unsere Siedlung bauen und hier natürlich die ganzen Steinbrüche. Vorerst werden wir aber hier unsere Stadtgebiete jetzt vorkonzipieren. Ja, und bei dieser Mission müssen wir wieder aufpassen, dass unsere Wohngebiete auch so errichtet sind, dass wir eine Zisterne im Bereich von Grundwasser errichten können.
In altbekannter Weise haben wir unsere 2 Wohngebiete jetzt hier wieder konzipiert und es war gar nicht so einfach, es so hinzubekommen, dass in beiden Wohngebieten Zisternen gebaut werden können, da die Flächen mit Grundwasser nur sehr schmal entlang der Uferlinien liegen. Wir haben es aber doch hinbekommen, wir können hier eine Zisterne bauen und auch hier. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Entwicklung unserer Stadt ist die Lage der Unterhaltungseinrichtung, also des Musikpavillons und des Pavillons. Denn diese Orte sind nicht nur für die Unterhaltung unserer Bürger da, sie stellen auch eine Verbindung zwischen den inneren und äußeren Straßenringen dar, sodass unsere Marktfrauen in Silos und Lagerhäuser Güter für unsere Bürger einkaufen können. Man sollte also gut überlegen, wo diese Unterhaltungseinrichtungen platziert werden, damit unsere Marktfrauen schnell an die entsprechenden Güter kommen können. Ich werde später hier das Silo bauen und Bier produzieren. Das heißt, eine Verbindung nach hier und auch nach hier wäre auf jeden Fall günstig. Das heißt, ich werde hier eine Verbindung herstellen und hier. Den Pavillon werde ich direkt hier errichten mit der Sperre. Ja, und den Musikpavillon werde ich später errichten. Ja, und hier bei dem zweiten Wohngebiet genau das gleiche. Hier die Verbindung ist wichtig, damit die Marktfrauen schnell hier an Nahrungsmittel kommen. Aber wir müssen ja auch noch andere Güter produzieren, wie zum Beispiel Geschirr. Und da wir dafür den Rohstoff importieren müssen, werde ich hier eine Produktionsstätte für Geschirr errichten. Das heißt, ich brauche auch hier eine Verbindung, damit die Marktfrauen hier das entsprechend kaufen können. Also baue ich hier jetzt den Pavillon. Ja, natürlich braucht dieser Fährhafen hier Verbindung zur Stadt. Und da dieser Weg ja relativ weit ist, werden wir wohl hier eine kleine Siedlung etablieren müssen, damit auch unser Produktionsgebiet guten Zugang zum Arbeitsmarkt hat. So, jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass wir unsere Parzellen auch ausweisen. Das machen wir jetzt. Wir werden hier diesen Bereich ausweisen. Und hier. Wenn ihr nur teilweise eure Wohngebiete parzelliert, lasst die Flächen als erstes besiedeln, wo am äußeren Ring die ersten Produktionsstätten errichtet werden, damit diese ganz schnell Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Da ich hier hinten noch nichts bauen werde, brauche ich hier auch noch keine Parzellen auszuweisen. Ja, und wir sollten natürlich hier auch unsere kleine Bergbausiedlung schon einrichten. Ja, das ist ein sehr schönes Spinnenmuster hier, was wir hier kreieren. Ja, und natürlich muss hier auch Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten gebaut werden. Das gleiche haben wir in unseren beiden Wohngebieten auch gemacht. Wir verteilen wieder unsere Prioritäten. Wir bezahlen wieder etwas mehr an Löhnen und setzen die Steuer runter. Ja, und die Geschwindigkeit kann jetzt wieder auf 70% gestellt werden. Ja, und die ersten Siedler sind auch schon in unserer Stadt eingetroffen. Warten wir, bis die weiteren Parzellen besiedelt sind. Ja, ihr seht, wahre Menschenströme wandern in unsere Stadt ein. Wir fangen jetzt mal direkt mit der Nahrungsmittelproduktion und natürlich mit unserem ersten Exportgut an. Das wäre nämlich Kalkstein. Naja, unsere Felder brauchen wir jetzt noch nicht zu bauen, weil bald die Überschwemmung stattfindet. Bauen wir hier die ersten Kalksteinbrüche. Das Warenlager dafür errichten wir hier und stellen es auch entsprechend ein. Ja, ich denke mal 3 könnten wir schon bauen hier. So, und dann errichten wir auch noch mal Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, dann errichten wir auch schon direkt Tempel. Der Tempel der Osiris, der kann hier in unserer kleinen Bergwerkssiedlung errichtet werden. Der Tempel des Rehs hier in diesem Stadtgebiet. Ja, und der Tempel der Part
in dem anderen. Und dann sollten unsere Gottheiten eigentlich zufrieden sein. Ja, und jetzt, wo wir Kalkstein produzieren, schauen wir mal, wer diesen kauft. Ja, das wäre Medum. Medum kauft jede Menge Kalkstein, verkauft uns aber auch jede Menge einfachen Stein und die Rohstoffe Ton und Schilf. Das ist sehr gut. Ja, und das ist eine Seeroute. Gut, da müssen wir jetzt einen Dock bauen. Wir eröffnen diese Route und werden jetzt Kalkstein schon verkaufen, solange wir das Baumaterial noch nicht für unsere Pyramide benötigen. So, das kann komplett verkauft werden. Ja, darum kümmern wir uns jetzt. Wie schon erwähnt, werden wir hier unsere Docks errichten. Für den Bau werde ich die Geschwindigkeit jetzt nochmal runtersetzen. Und wir müssen jetzt entsprechend berücksichtigen, auf welchem Handelsweg unsere Imp- und Exporte gehandelt werden. Also Kalkstein wird jetzt über einen Seehandel entsprechend verkauft, deswegen war es ganz wichtig, dass wir hier diese kurze Strecke haben zwischen den Fährhäfen und hier direkt das Warenlager. Bauen wir das Dock, das kann hier hin. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, brauchen wir hier eine kleine Siedlung, die wir entsprechend auch mit einem Ziehbrunnen bzw. 2 Ziehbrunnen versorgen und natürlich Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten. Ja, und dann warten wir, bis hier diese Siedlung auch entsprechend besiedelt ist. Und dann denke ich mir mal, können wir unseren ersten Kalkstein auch dann verkaufen. Ja, wir errichten jetzt schon mal 2 Arbeitslager hier. Ja, und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Ja, endlich zieht sich der Nil zurück. Wir können jetzt unsere Felder anlegen. Ja, und wir kriegen auch nächstes Jahr eine gute Überschwemmung. Sehr schön. Ja, für den Bau der Felder werden wir jetzt die Geschwindigkeit wieder runtersetzen. Und zwar ganz runter. Und werden jetzt in Ruhe die Felder anlegen. Ja, lange haben wir jetzt hier dran getüftelt, dass alle Farmen Zugang haben und bewässert werden. Wir haben jetzt 4 Gerstenfarmen und 11 Getreidefarmen. Ich werde jetzt hier nochmal ein Arbeitslager errichten und dann sollten wir, glaube ich, jede Menge Getreide und Gerste produzieren können. Und die Geschwindigkeit dafür können wir jetzt auch wieder nach oben bringen. Und dann müssen wir natürlich ein Warenlager bauen und ein Silo für unser Getreide. Ja, und wir brauchen ein Warenlager für die Gerste und fürs Bier. Und wir sind im Minus. Ja, kriegen wir noch etwas Geld vom Pharao? Oh ja, wir kriegen nochmal 3500 Deben. Das ist sehr schön. So, die Warenlager bitte sofort einstellen. Für Gerste, für Bier und dieses hier natürlich für Getreide. Ja, und das Silo natürlich Getreide fordern. So, hier möchte ich auch nochmal Feuerwachen und Architekturbüros haben. Ja, ich denke, wir parzellieren nochmal ein paar Flächen hier, weil wir ja gleich die Brauereien bauen wollen. Ja, und mit dem Geld, was wir vom Pharao bekommen haben, baue ich auch schon meinen Festplatz, den ich hier zwischen den beiden Wohngebieten errichten möchte. Ja, das ist sehr schön, das passt gut. Dann können wir nämlich gleich schon das erste Fest abhalten. Ja, wir könnten eigentlich auch schon den Baugrund unserer Pyramide festlegen. Wir müssen ja eine mittlere Knickpyramide bauen. Die möchte ich gerne hier etwas außerhalb der Stadt errichtet wissen. Hier so finde ich eigentlich ganz schick. Sehr schön. Und dann können hier die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager schon anfangen, den Baugrund vorzubereiten. Ja, eine reiche Ernte steht an. Das sieht sehr gut aus. Bauen wir doch schon mal Brauereien. Wenn gleich geerntet wird, dann kann hier direkt entsprechend die Brauereien versorgt werden. 4 Stück, das sollte doch jetzt erstmal reichen.
Ja, und mal wieder ein Blick auf die Spezialkarten. Feuer. Ja, das sieht gut aus. Auch hier drüben. Na, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da werden wir gleich noch eine Feuerwache errichten müssen. Das machen wir, glaube ich, mal sofort. Gut. Ja, und Schäden. Oh, das sieht auch alles sehr gut aus. Ja, damit die Entwicklung relativ schnell vonstatten geht, bekommt das erste Wohngebiet schon mal seinen Bazar. Und dann werden wir den auch jetzt mal direkt einstellen. Die erste Forderung von der Stadt Serabit el-Khadim. 500 Deben in 12 Monaten. Ja, die haben wir. Verschicken wir. Aber auch nur, weil wir vom Pharao nochmal eine finanzielle Unterstützung bekommen haben. Ja, es wird geerntet. Sehr gut. Ja, jede Menge Getreide und Gerste. Das ist super. Wir brauchen aber auch jetzt jede Menge Gerste, damit wir unser Bier produzieren und verkaufen können. Ja, und unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Mit dem nächsten Bevölkerungsschub, den wir jetzt bekommen, werden wir nochmal ein paar Brauereien und ein paar Kalksteinbrüche errichten und natürlich unsere medizinische Versorgung. Ja, wunderbar. Das erste Bier ist im Warenlager. Wir verkaufen sofort sämtliches Bier. Ja, ihr seht, der Weg natürlich zwischen dem Dock und dem Lagerhaus mit Bier ist schon etwas weiter. Deswegen baue ich schon mal ein zweites Dock hier hin. Ja, die Königreichwertung steigt, da wir das Geld zur Verfügung gestellt haben. Ja, und mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und eine hervorragende Überschwemmung fürs nächste Jahr. Was möchte man mehr? Ja, bauen wir direkt nochmal 2 Brauereien. Und ich denke, das zweite Stadtgebiet kann jetzt auch ein Bazar schon bekommen. Wir bekommen ja jetzt wieder eine gute Ernte. Mit Bier und Kalkstein haben wir die beiden Exportgüter, die wir selber produzieren können, ohne irgendwelche Importe dafür. Ja, und die nächsten Exportprodukte brauchen natürlich den Rohstoff, den wir importieren müssen. Wir werden anfangen, und zwar mit Geschirr. Ja, und wir sehen, wir müssen erstmal eine Handelsroute eröffnen, um Geschirr zu exportieren. Ja, schauen wir mal, wer Geschirr kauft. Das ist Abu. Und Abu verkauft uns den Flachs und auch Granit. Das ist gut und kauft auch bei uns Papyrus. Dann eröffnen wir jetzt diese Seehandelsroute. Okay, auch der Ton wird jetzt über See importiert. Aber bevor wir Geschirr produzieren, bauen wir nochmal 2 Kalksteinbrüche. Das Geld haben wir noch. Ja, wir können noch nicht viel bauen. Unsere Kasse ist fast leer. Ich hoffe, dass jetzt bald wieder unsere Händler kommen, um Kalkstein und Bier zu kaufen. Ah ja, da kommen unsere Händler. Sehr gut. Es wird auch jetzt Zeit. Ja, wir haben Schulden gemacht. Aber das sollte jetzt eigentlich gleich schon wieder Geschichte sein. Ja, schaut euch an, mit Bier kann man wirklich gut Geld verdienen. Jetzt können wir mit der Geschirrproduktion beginnen. Und dafür errichten wir 2 Warenlager. Einen für den Ton und ein Warenlager für das Geschirr. So, und dann errichten wir mal 3 Töpfereien. Aber bevor wir jetzt Ton importieren, müssen wir noch mal etwas mehr Geld in unserer Kasse haben. Ja, jetzt haben wir wieder etwas Geld. Verkaufen wir das gesamte Geschirr und importieren Ton. Ich würde sagen
600 Einheiten sollten reichen. Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel importiert, sonst ist man sehr schnell wieder in den roten Zahlen. Ja, wir werden jetzt mal ein Fest feiern, und zwar für Part, der erzürnt ist. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ich möchte jetzt die Arztpraxen bauen. Ja, und natürlich hier. Und hier. Ja, und Ton ist jetzt auch schon eingekauft worden. Die Stadtkasse sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ja, und der Pharao fordert Waren, nämlich 1000 Einheiten Getreide innerhalb der nächsten 24 Monate. Ja, und wir haben ein üppiges Fest. Ja, und unsere Mitarbeiter aus den Arbeitslagern sind schon kräftig dabei, den Baugrund unserer Knickpyramide fertigzustellen. Ja, leider haben wir nicht genug Getreide im Lager. Da müssen wir jetzt warten, bis die Ernte eingefahren wird. Ja, wir haben aber wirklich eine sehr gute Bierproduktion hier. Wollen wir mal schauen, welcher Handelspartner noch Bier kauft? Ja, das wäre die Oase Selime, die auch Geschirr kauft. Und Leinen sowie Papyrus. Eigentlich ein super Handelspartner, allerdings 900 Deben, die haben wir im Moment noch nicht. Ja, jetzt haben wir wieder etwas Geld verdient. Jetzt können wir die Handelsroute zur Oase Selime eröffnen. Sehr gut, es ist eine Landroute. Ja, und jetzt kann entsprechend noch mehr Bier verkauft werden. Wir haben ja hier wirklich jede Menge. Ja, ich denke mir mal, wir errichten jetzt mal meinen persönlichen Wohnsitz. Das Geld habe ich. Der passt tatsächlich hier rein. Aber möchte ich eigentlich hier in diesem entsprechenden Gebiet wohnen wollen? Ich baue den dann doch lieber hier. Hier ist es doch etwas schöner. Ja, und hier sehen wir jetzt... Ich bin Händler mit Leib und Seele. Den Händler aus der Oase Selime, und der hat jetzt 800 Einheiten Bier gekauft. Und wir sehen, wie sich unsere Stadtkasse allmählich wieder erholt. Ja, und so schnell ist das Bier auch schon wieder weg. Ja, dann können wir jetzt auch den Dorfpalast bauen. Der kommt hier hin. Und dann errichten wir auch die Steuereintreiberbüros. Ja, die Steuern werden wir mal auf 7% einstellen. Oder 8. Ja, bei 8. So, das Getreide ist im Warenlager. Die Forderung kann erfüllt werden, ja. Das tun wir sofort. Sobald der Nil wieder sich zurückgezogen hat, werden wir auf der anderen Seite des Nils Farmen errichten. Jetzt bauen wir aber erstmal eine Jonglierschule. Die kann hier hin. Ja, und dann errichten wir auch direkt ein Konservatorium und nochmal Tempel für unsere Gottheiten. Ja, und ich glaube, wir können tatsächlich noch eine Töpferei bauen. Und jetzt müssen wir auch schon wieder etwas haushalten. Ja, und die Königreichwertung steigt, da wir das Getreide zur Verfügung gestellt haben. Ja, und eine Stadt fordert Waren Malvina Serabit El-Chedim, jetzt 1000 Deben. Okay. Ja, die haben wir. Können wir zur Verfügung stellen. Dann ist das schöne Geld auch schon wieder dahin. Ja, der Nil zieht sich zurück und wir haben für nächstes Jahr wieder eine perfekte Überschwemmung. Das ist wirklich gut, wenn Osiris mit uns zufrieden ist. Okay, bauen wir hier jetzt 2 Arbeitslager. So, und dann bauen wir jetzt hier die Felder. Ja, 6 Farmen konnten wir jetzt noch im fruchtbaren Nilschlamm anlegen, wobei wir jetzt eine Gerstenfarm hier noch errichtet haben. Der Rest sind jetzt Getreidefarmen. Ja, der Weg ist relativ lang, den unsere Mitarbeiter aus dem Arbeitslager gehen müssen. Man hätte jetzt hier vielleicht auch noch ein Arbeitslager bauen können. Mal schauen, vielleicht tun wir das nachher noch. Im normalen Tempo geht jetzt hier das Leben in unserer Stadt weiter. Wir müssen weiterhin gut aufpassen, dass unsere Stadtkasse nicht ins Minus rutscht. Ich würde jetzt nämlich mit dem nächsten Exportgut anfangen, nämlich mit Papyrus. Schilf wird über eine Seeroute, nämlich von unserem Handelspartner Midum,
eingekauft. Ja, und Papyrus selber wird von einer Landroute und einer Seeroute entsprechend gekauft. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir Schilf und verkaufen den kompletten Papyrusbestand. Dafür brauchen wir natürlich die entsprechenden Warenlager. Dann haben wir jetzt hier für Papyrus und hier für Schilf. Ja, und es wird auch schon Schilf eingekauft. Ui, ich denke mir mal, das war ein bisschen voreilig, was wir hier gemacht haben. Ah, wir haben wieder etwas Geld. Bauen wir unsere Papyrus-Werkstätten. Ja, da haben wir jetzt auch nochmal 4 Stück gebaut. Ja, und diese kleine Siedlung kriegt jetzt auch mal einen Tempel, und zwar für Part. Der passt hier genau hin. Sehr schön. Ja, und die Königreichwertung steigt, da wir die 1000 Deben nach Serabit el-Chedim geschickt haben. Ja, das letzte Exportgut, was wir jetzt herstellen können, ist Leinen. Dafür werde ich aber jetzt dieses Stadtgebiet komplett parzellieren. Und hier auch schon mal den Musikpavillon errichten. Ja, und ihr seht, wie effektiv das jetzt ist. Wenn ihr wirklich Güter herstellt, wo ihr die Rohstoffe importiert, müsst ihr gucken, dass die Wege so kurz wie möglich zwischen Dock, Warenlager und Produktionsstätten sind. Ja, damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Bauen wir die 2 Warenlager. So, dieses Warenlager nimmt Flachs an und dieses Leinen. So, Flachs wird importiert, auch 800 Einheiten, und den Leinen verkaufen wir komplett. Und dann bauen wir mal 3 Webereien. Die Stadt Midum fordert 32 Blöcke Kalkstein in 24 Monaten. Ja, da haben wir im Moment nur 30. Aber die 2 Blöcke kriegen wir, glaube ich, relativ schnell. Ja, und unsere Stadtkasse ist endlich mal etwas besser gefüllt. Ja, wie ich gedacht habe, die 32 Blöcke Kalkstein haben wir schnell zusammen. Dann können wir das direkt wegschicken und den Kalkstein können wir jetzt wieder exportieren. Ja, hier auf unserer Baustelle geht es gut voran. Wir werden jetzt bald mal unsere Baustelleneinrichtung vornehmen, indem wir noch Baugilden und Arbeitslager errichten. Dafür werden wir jetzt das zweite Stadtgebiet auch komplett parzellieren und auch hier den Musikpavillon errichten. Und wieder eine hervorragende Überschwemmung. Das ist sehr gut. Jetzt, wo wir mehr Geld verdienen, verschönern wir unsere Stadt mal mit Statuen. Ja, und mittlerweile haben wir 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, die Löhne sinken. Das sollten wir bei unserer klammen Stadtkasse direkt einstellen. 29, naja gut, dann kriegt er 30. Ja, jetzt, wo beide Stadtgebiete voll parzelliert sind, bauen wir mal den weiteren Bazar und stellen diesen ebenfalls ein. Ja, und wir bauen auch schon die Gerichte und nochmal Tempel. Ja, und ich finde, unsere Stadt sieht doch schon wirklich ziemlich gut aus. Ja, und die Königreichwertung steigt, da wir die 32 Einheiten Blöcke zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben ein Geschenk des Nachbarn, nämlich Midum schenkt uns 64 Einheiten einfachen Stein. Das sind 2 Warenlager voll. Das ist super, aber wir haben gar keine Warenlager dafür. Die sollten wir jetzt ganz schnell bauen und einstellen.
Die hätten wir ja sowieso bauen müssen, weil wir ja einfachen Stein importieren müssen. Ja, jetzt mit den ganzen Exporten werden wir mal Geschirr nicht mehr verkaufen, weil wir ihn jetzt für unsere Stadt benötigen. Ja, wir nehmen gerne das Geschenk an. Na super. 2 Warenlager voll mit einfachen Steinen. Das ist richtig gut. Ja, und wir bauen noch ein paar Kalksteinbrüche. Die können jetzt auch noch hier hin. Und dann baue ich nochmal ein Warenlager für Kalkstein. Ja, jetzt wo wir wirklich so gut Geld verdienen und wir auch jede Menge Arbeitslose haben, können wir unseren Tempelkomplex für Part bauen. Ja, das sieht doch richtig schick aus. Das sage ich eigentlich immer, wenn ich einen Tempelkomplex gebaut habe. Ich weiß. Ja, und der Pharao fordert wieder 1100 Einheiten Getreide. Kann er haben, bitteschön. Ja, wir haben schon etwas Geschirr im Warenlager. Allerdings ist der Weg, den unsere Marktfrauen gehen müssen, um Geschirr zu kaufen, relativ lang, besonders für dieses Wohngebiet hier. Ich werde dann Folgendes jetzt machen. Ja, schlechte Nachrichten. Die Überschwemmung wird in diesem Jahr ausbleiben. Das ist nicht so gut, aber ich denke mir mal, wir haben ein volles Silo und auch das Warenlager ist gut gefüllt. Das werden wir wohl ganz gut überstehen. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass unsere Bierbrauereien dann keinen Rohstoff mehr haben. Egal. Wir bauen hier ein Warenlager hin und werden das so einstellen, dass es Geschirr fordert. Und zwar ein Viertel. So haben wir das Geschirr relativ nah an unseren Märkten. So, und das wird jetzt hier noch verschönert. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Ja, bauen wir mal hier für unsere Baustelle weiter. Und zwar brauchen wir noch die Baugilden. Ich möchte die Baugilden hier hinbauen. Allerdings haben die eine schlechte Auswirkung auf die Attraktivität. Ich werde jetzt hier mal mit Plätzen das hier schon mal ein bisschen verschönern. So, das sollte eigentlich passen. Und dann bauen wir jetzt 2 Steinmetzgilden und eine Zimmermannsgilde. Die kann dann jetzt hier hin. Ja, und dann errichten wir hier nochmal ein Arbeitslager. Oder direkt 2. Ja, die Königreichwertung steigt, da wir das Getreide zur Verfügung gestellt haben. Ja, und jetzt fordert eine Stadt, welche wohl? Serabit el-Chadim, 2000 Deben. Gott sei Dank verkaufen wir mittlerweile jede Menge, sodass unsere Stadtkasse gut gefüllt ist. Bitteschön. Ich wundere mich, dass dieses Warenlager noch nicht mit Geschirr aufgefüllt ist. Ich habe es ja auch auf Annehmen gestellt, also auf Nicht fordern. So, jetzt sieht es besser aus und jetzt wird auch der Karrenschieber losgehen. Da ist er. Und Geschirr holen. Naja, darauf muss man immer achten, dass man die Warenlager auch richtig einstellt. Ja, und wieder steigt die Königreichwertung, da wir das Geld zur Verfügung gestellt haben. Ja, so muss das aussehen. Das Warenlager gefüllt mit Geschirr. Dann können wir jetzt hier bei diesem Bazar das Geschirr freigeben. Und hier in dem anderen Stadtgebiet auch. Und dann können wir sie auch entsprechend entwickeln. Ein Blick auf unsere Wertung zeigt, dass wir auch wieder alle Wertungen außer die Monumentwertung geschafft haben. Ja, und das Geschirr ist bei unseren Bürgern angekommen. Schaut euch an, wie viele neue Bürger in unsere Stadt ziehen. Wir werden jetzt mal hier noch eine Jonglierschule bauen und eine Tanzschule. Die passt hier rein.
Ja, nur eine geringe Überschwemmung. Oh, Osiris ist nicht mehr ganz so glücklich mit uns. Sieht aber doch ganz gut aus. Wir feiern ein Fest für Re. Ja, und ein üppiges Fest. Wir bauen weiter Tempel, damit Osiris auch weiterhin glücklich ist. Ja, und Re kriegt auch noch einen Tempel. Und wir könnten schon mal beim Tempelkomplex den Altar des Amun errichten. Ja, und wir haben jetzt die 3000 Einwohner-Marke geknackt. Ja, der Baugrund unserer Knickpyramide ist fertiggestellt. Ja, damit kann jetzt mit dem Errichten der Pyramide begonnen werden. Und unsere Steinmetze sind schon auf dem Weg zur Baustelle. Ja, und nun muss von hier entsprechend der Kalkstein geholt werden. Wir könnten eventuell noch ein Warenlager hier bauen, der noch weiter Kalkstein annimmt. Aber ich denke mir, weil wir hier auch Arbeitslager errichtet haben, kann der Stein dann doch relativ schnell rüber transportiert werden. Hier sehen wir das jetzt, dass jetzt die Mitarbeiter warten auf die Fähre. Ja, und da sehen wir dann, wie sie jetzt den Schlitten mit Kalkstein zur Pyramide befördern. Ja, und Re ist zufrieden mit uns und segnet uns, indem unsere Handelspartner mehr Produkte bei uns kaufen, als sie eigentlich vorhatten. Das ist sehr schön. Ja, und bevor wir jetzt anfangen, Geld auszugeben, indem wir Stein importieren, habe ich nochmal unsere Wohngebiete mit Plätzen so richtig aufgehübscht. Ja, das Einzige, was jetzt unsere Bürger noch wollen, ist Bier, aber ich warte trotzdem noch etwas, bis wir wieder gute Ernten haben. Aber wir haben von den Priestern die Mitteilung, dass die nächste Überschwemmung perfekt sein wird. Ja, und wir sehen, wie jetzt einfacher Stein und Kalkstein zu unserer Pyramide gebracht wird. Ich werde jetzt hier einfachen Stein importieren. 32 Blöcke. Ja, schauen wir mal beim Vorarbeiter der Pyramide überhaupt vorbei, was wir an Steinen brauchen. Also für die aktuelle Ladung brauchen wir jetzt noch 20 Blöcke einfachen Stein, 5 Ladungen und 16 Blöcke Kalkstein. Und für den Rest der Pyramide brauchen wir noch 204 Blöcke einfachen Stein, das sind 51 Ladungen und 312 Blöcke Kalkstein, 78 Ladungen. Naja, das ist noch einiges, was wir hier zur Pyramide befördern müssen. Ja, und wir sollten natürlich nicht vergessen, Holz zu importieren für unsere Zimmermannsgilde. 200 Einheiten reichen immer dafür. Und das kann hier in dem Warenlager für Leinen angenommen werden. Bauen wir noch das Orakel des Thoth, dann ist unser Tempelkomplex auch komplett. Wir könnten sogar noch einen Dock hier errichten, allerdings die Attraktivität geht dann hier im Stadtgebiet den Bach runter und die Wege sind auch zu weit. Ja, die erste Steinlage unserer Knickpyramide ist fertiggestellt und die Steinmetze positionieren sich neu, um weitere Steine aufzuschichten. Ja, und eine Stadt, Serabit el-Shadim, fordert wieder Geld von uns. 4000 Deben, das wird auch hier immer mehr in 12 Monaten, aber wir haben genug in unserer Kasse. Das können wir sofort zur Verfügung stellen. Ja, und mittlerweile ist unser Warenlager mit Geschirr randvoll. Da können wir jetzt doch mal wirklich was exportieren. Und zwar lassen wir mal 1000 Einheiten im Warenlager. Dafür werde ich jetzt Getreide importieren. Wir haben definitiv zu wenig durch die geringen Überschwemmungen. 1400 Einheiten, sehr gut. Ja, und Getreide wird über den Seehandel importiert. Dieses Warenlager hier werde ich jetzt mal für Getreide auch freigeben. So zur Hälfte kann es dann aufgefüllt werden. Dann ist der Weg nicht so weit, den unsere Karrenträger gehen müssen. Ja, und zum Silo wird es ja dann auch transportiert, weil ja das Silo auf Fordern eingestellt ist. Gut,
Ja, und da kommt auch schon unser erstes Getreide. Ja, dass die Königreichswertung steigt, da wir so viel Geld zur Verfügung gestellt haben, ist ja wohl logisch. Aber sie kann ja gar nicht mehr steigen, weil wir ja schon auf 100 sind. Und hier sehen wir jetzt ein interessantes Phänomen. Hier, diese Marktfrau kauft Getreide im Warenlager. Ich war immer der Meinung gewesen, dass Marktfrauen nur im Silo Nahrungsmittel kaufen können. Aber ich denke, wenn Nahrungsmittel importiert werden, können die Marktfrauen das auch vom Warenlager kaufen. Ja, dann brauchen wir da gar kein Silo zu bauen. Das ist interessant, das muss ich mir merken. Ja, schon wieder schlechte Nachrichten. Die Priester befürchten, dass die Überschwemmung in diesem Jahr ausbleibt. Ja, gut, dass wir Getreide kaufen. Ja, aber Osiris ist eigentlich ganz glücklich. Wir feiern mal ein Fest für Osiris. Vielleicht ändert sich ja da noch was. Ja, aber für diese Ernte sieht es aber eigentlich gut aus. Und ich werde jetzt mal für Bier ein Limit von 400 Einheiten einstellen und werde jetzt hier in diesem Wohngebiet Bier zur Verfügung stellen. Ja, und die Löhne sinken wieder. Naja, dann kriegt ihr 29 Deben. Das ist immer noch mehr als im Königreich. Ja, und die Mitteilung, dass eine Handelsstadt belagert wird, nämlich Serabit el-Chadim. Ja, und es sieht dann so aus, als wir diesen Handelspartner nun verloren haben. Ja, und wir sehen, mit Serabit el-Chadim können wir keinen Handel mehr betreiben. Was jetzt auch nicht so gravierend ist, weil wir überhaupt keine Handelsroute mit dieser Stadt eingerichtet haben. Ja, und so schnell hat sich das erste Wohngebiet weiterentwickelt. Wir lassen jetzt hier die Wohnhäuser nicht weiterentwickeln. Ich möchte schauen, ob wir die 3500 Einwohner erreichen, wenn wir bei diesem Ausbau bleiben. Ja, eine Segnung von Osiris, auf die ich gewartet habe. Die Ernte aller Felder im Überschwemmungsgebiet wird doppelt so reich ausfallen. Super. Ja, eine reiche Ernte wird gerade eingefahren, da das Lagerhaus bei den Docks auch eingestellt ist auf Getreide. Gehen natürlich unsere Karrenträger jetzt auch dorthin und bringen die Überschüsse. Ja, und auch Gerste haben wir mehr als genug. Das ist sehr schön. Ja, unsere armen Karrenträger mit dem Getreide wandern jetzt von einem Lagerhaus und Silo zum nächsten. Wir werden jetzt diesen Basar hier auch anweisen, Bier zu kaufen, damit sich das zweite Stadtgebiet auch entwickelt. Der Pharao fordert Waren, 800 Einheiten Gerste in 24 Monaten. Warum jetzt gerade Gerste? Aber unser Warenlager ist ja proppevoll. Dann bekommt er das auch, was er haben möchte. Ja, und die nächste Überschwemmung wird nur durchschnittlich ausfallen. Das ist echt im Moment etwas schwierig hier mit unseren Überschwemmungen. Ja, das zweite Stadtgebiet hat sich auch weiterentwickelt und wir sehen schon wieder, was für Menschenmengen in unsere Stadt einwandern. Ich hoffe mal, dass die Nahrungsmittel reichen werden, um alle zu ernähren. Wie gesagt, diese Überschwemmung fällt ja komplett aus und die nächste wird nur durchschnittlich. Aber wir importieren ja Getreide weiterhin. Ja, und wieder haben wir den Stand erreicht, dass unsere Stadt soweit jetzt fertig entwickelt ist. Wir werden mal schauen, ob wir die 3500 Einwohner erreichen mit diesem Ausbau. Und wir jetzt warten müssen, bis unsere Knickpyramide fertiggestellt ist. Das heißt, wir unsere Stadt gut verwalten, Forderungen erfüllen und unsere Gottheiten ehren. Ja, Part ist zufrieden mit uns und stellt sicher, dass Webereien, Werften und Juweliere mit Rohmaterial versorgt sind. Sehr schön, danke. Ja, ich möchte auch hier diese kleinen Siedlungen im Bereich der Steinbrüche und der Docks mit Nahrungsmitteln versorgen, damit die sich auch weiterentwickeln können. Mal hier einen Basar hinbauen. Jetzt, wo ich weiß, dass auch die Marktfrauen im Warenlager Getreide kaufen können, ist das ja von Vorteil jetzt.
brauchen die nämlich nicht so weit zu gehen. So, hier kommt der Basar hin. Ja, wir haben eine Segnung von Part erfüllt, ein Warenlager mit Edelstein, Ton, Flachs, Lein oder Schmuck. Er hat sich aber für Geschirr entschieden, ein ganzes Warenlager voll. Das ist super, weil wir hatten wirklich wenig Geschirr nur noch gehabt. Das hätten wir nicht machen sollen mit dem Export. Ich habe den Export auch jetzt schon wieder ausgeschaltet. Ich habe auch den Export für Kalkstein gestoppt. Nicht nur, dass wir den Kalkstein für unsere Pyramide brauchen, sondern dauerte auch der Warenaustausch mir zu lange, sodass der Austausch mit Rohstoffen in unserem Warenlager etwas zu lange dauerte. Aber ich denke mir mal, finanziell macht das jetzt nicht viel aus, dass wir jetzt keinen Kalkstein mehr verkaufen. Ja, und der Bau unserer Pyramide schreitet voran, allerdings sehr langsam, da wir ja den einfachen Stein importieren müssen. Und das dauert natürlich auch immer, weil wir immer nur eine bestimmte Menge von einer Ladung bekommen. So werden wir uns in Geduld üben und unsere Pyramide peu à peu aufbauen. Ja, mittlerweile haben wir die 3500 Einwohner-Marke geknackt und somit auch das Bevölkerungsziel erreicht, indem wir hier die Siedlung bei den Steinbrüchen richtig gut weiterentwickelt haben. Ja, und diese kleine Siedlung hier bei den Docks hat sich auch gut entwickelt, aber ihr könnt sehen, was für einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität die Docks haben. Diese Gebäude hier entwickeln sich wirklich nicht weiter. Ja, wir haben mittlerweile 43% unserer Pyramide fertiggestellt. Wir brauchen weiterhin noch jede Menge Stein. Allerdings habe ich jetzt den Export von Bier erstmal gestoppt, damit der Import von Stein schneller vonstatten geht. Wie gesagt, der Transport von Bier zu unseren Docks ist relativ lang und ich habe festgestellt, dass wir in einem Jahr nur 4 Einheiten Stein einkaufen. Das ist natürlich relativ wenig. Ich will jetzt mal schauen, ob wir finanziell das schaffen, wenn wir jetzt Bier nicht mehr exportieren. Wir haben ja auch unterschiedliche Überschwemmungsgrade, sodass auch der Output von Gerste unterschiedlich ist. Ja, schauen wir mal, ob wir uns das so leisten können. Ja, und nach einem Fest für Part segnet uns diese Gottheit wieder, indem sie ein Warenlager mit Waren füllt. Oh, diesmal ist es Flachs, wie wir hier sehen. Das ist sehr schön. Dann brauchen wir Flachs auch jetzt erstmal nicht mehr zu importieren. Ja, das Jahr ist jetzt fast zu Ende. Und wie wir sehen, sind jetzt 16 Blöcke von den 40 einfachen Steinen verkauft worden an uns. Also mehr als vorher. Ja, und die Finanzen sehen recht gut aus. Wir haben mal ein Plus gemacht. Das liegt aber auch daran, dass wir kein Flachs einkaufen mussten. Wir hatten ja den Segen von Part gehabt und ein volles Lagerhaus mit Flachs. Schauen wir uns mal das nächste Jahr an. Ja, ein weiteres Jahr ist vorüber und ich habe jetzt folgendes Experiment gestartet. Ich habe den Handel eingestellt, außer mit Ton und mit einfachen Stein. Ich wollte schauen, wie viel Blöcke Stein wir importieren, wenn wir nur mit diesen 2 Waren handeln. Ja, und wir können sehen, dass wir jetzt dieses Jahr 32 Blöcke Stein importiert haben. Wenn man bedenkt, dass wir beim normalen Handel mit allen Gütern nur 4 bis 8 Blöcke Stein im Jahr importiert haben. Ja, und ich bin doch erstaunt, dass wir eine positive Stadtbilanz haben. Allerdings müssen wir jetzt Holz mal wieder importieren, sonst können unsere Zimmerleute nicht arbeiten. Ja, und ein Besuch beim Vorarbeiter der Pyramide zeigt uns, dass wir nur noch 24 Blöcke einfachen Stein benötigen. Wir haben jetzt genug einfachen Stein. Wir können jetzt den Import tatsächlich stoppen. Und jetzt würde ich wirklich wieder alles entsprechend einstellen. Wir können jetzt sogar auch Bier verkaufen. Da haben wir wirklich jede Menge. Aber ich lasse auch relativ viel im Lager. 1200 Einheiten. Ja, und selbst Kalkstein können wir jetzt exportieren. Ja, dieses Warenlager werde ich jetzt neu einstellen. Und zwar für Granit, die wir ja für die Grabbeigaben benötigen. Und dann werden wir den jetzt auch schon importieren. 32 Blöcke.
So, ich werde jetzt dieses Warenlager, wo wir Papyrus einlagern, noch für Getreide freigeben. Für die Hälfte. Weil dieses Warenlager werde ich nachher abreißen, wenn der Stein verbaut ist. Dann können sich hier diese Gebäude nämlich auch weiterentwickeln. Ja, wir sehen, die letzten 2 Steinladungen von Kalkstein werden zu unserer Pyramide transportiert. Ja, und nun beginnen unsere Steinmetze, die Außenfassade der Pyramide zu bearbeiten, indem sie jetzt den Kalkstein abschlagen und die pyramidentypische Form dadurch entsteht. Ja, die letzten Arbeiten werden gerade fertiggestellt. Ja, wunderbar. Damit haben wir das Monument vollendet. Ja, und ich stelle gerade fest, dass wir nur 31 Blöcke Granit haben. Das ist aber echt ärgerlich. Wir werden dieses Lagerhaus hier für Schilf auch noch für Granit freigeben. Und dann werde ich hier noch das ein bisschen erhöhen auf 34, sonst klappt das, glaube ich, nicht. Ja, aber das bietet uns die Zeit, um uns unsere Stadt in Süddaschur nochmal in Ruhe anzuschauen. Ja, hier ist unsere kleine Stadt mit den 2 Stadtgebieten und hier die Produktion von Bier. Hier unser großes Produktionsgebiet von Töpferware, Leinen und Papyrus. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite des Nils unsere kleine Siedlung mit den ganzen Steinbrüchen für den Kalkstein. Ja, und die Nahrungsmittel und die Gerste haben wir hier im fruchtbaren Nilschlamm angebaut. Da kann man jetzt im Moment nicht sehen, weil wir gerade die Überflutung haben. Ja, und hier natürlich unser Monument, die Knickpyramide von Daschur. Ja, die Wertung haben wir alle erreicht, mit Ausnahme der Monumentwertung. Da werden wir jetzt die Grabbeigaben ausliefern und das Bevölkerungsziel haben wir auch erreicht. Gut, dann alles losschicken an Granit, ausliefern und damit die Kampagne beenden. Wir haben es geschafft, wir haben die Knickpyramide des Nofro errichtet und wir schauen, wie es weitergeht. Der Pharao lobt sie. Die Knickpyramide, die sie zu seinen Ehren errichtet haben, ist herrlicher und glanzvoller als alle Monumente, die je geschaffen wurden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die nächste Kampagne im Alten Reich ist Norddaschur. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.